Herzlich willkommen zu Tag 5 auf der Gamescom in Köln. Schon wieder falsch. Krieg's nicht hin. Tag 12 gefühlt auf der Automechanika in Frankfurt. Nee, ist aber auch erst Tag 5. Und Marvin, du bist hier. Hi. Freut mich hier zu sein auf der Gamescom. Gamescom. Ja. Ja. Was gucken wir uns heute an? Wir haben uns schon ganz viele Sachen Zelda, angeguckt, den neuen Teil. Ja, und für mich ganz wichtig, ich will heute noch mal an so ein paar Knöpfen rumspielen. Finde ich gut, ja. Aber meine Knöpfe sind verdeckt, da geht's nicht ran. Auf jeden Fall geht's heute ohne mich weiter. Ich verziehe mich jetzt. Es hat mir gestern so gut gefallen, nicht im Video zu sein, dass ich sage, ich überlasse das meinem Profi. Und heute habe ich die große Ehre, dass du zusammen mit meinen lieben Marios und Roberts, die ich so habe, durchs Video führen darfst. Ja, also wir machen Le Country, eventuell gehen wir nach Kartek und ich habe mir auch mal so einen Dampfsauger angeguckt. Schauen wir mal. Schau mal. Ciao. Wir sind hier heute mit Le Country am Start und lass uns mal hier so die neue Poliermaschine zeigen. Kelly, you have a new polishing machine. It's not new, but for me it's new. New to some people. Yeah. New to some Also für mich ist sie neu. What does it do? I see here there are some different markings. Yes. P1 is for like when you go really fast and you proceeded in the race at P1, or? I like it. Yeah. The Europeans would understand what P1 probably is. Yeah. Okay. And Robert also. He is. Yeah. Okay. So we have 5 modes. It's the UDOS 51E, so E for electronic, 5 modes. First mode is S for sanding or 8mm. Okay, also die Maschine hat tatsächlich 5 unterschiedliche Stufen. Man kann sie einfach nur als Rotationsmaschine benutzen, als Sanding-Maschine mit 8 mm Hub und dann 15, 21 und 12 mm Hub. Ja, das waren die 3. Ja. Jeder hat natürlich andere Vorlieben. Manche benutzen lieber eine Rotationsmaschine, um zu cutten oder auch um zu finishen. Manche möchten die Maschine vielleicht als eine Schleifmaschine benutzen. Dann braucht man nur 8 mm Hub. Für die, die lieber 12 mm Hub haben, haben wir auch was 15 und 21, um unterschiedliche Cutting-Level zu erreichen. Da haben wir gleich auch noch ein Beispiel mit den Pads. Da haben wir nämlich mal aufgezeichnet, wie die unterschiedlichen Hübe wirken auf das Polierergebnis. Kelly, do you want to tell us why you have so many dots on here, so many half circles on here? And Yes. So I've drawn on these to help explain to people different size orbits, different size modes. Also die Rotationsmaschine hat natürlich 2 oder nicht nur 2 unterschiedliche, hier sind nur 2 unterschiedliche Felder eingezeichnet, aber die Geschwindigkeit am Rand ist natürlich höher als jetzt zur Mitte hin. Das hat einfach nur damit zu tun, dass die Rotationsmaschine sich um die Mitte herumdreht und nicht wie die Exzenter rotiert und in der Rotation sich nochmal rotiert. Also deswegen bei der Rotationsmaschine ist die Gefahr, je größer das Pad ist, am Rand der Hitzeentwicklung größer durchzupolieren als bei einer Exzenter. Und deswegen, das gilt immer zu bedenken. Je größer das Pad, desto mehr Hitzeentwicklung am Rand, weil die Geschwindigkeit höher wird und dadurch mehr Reibung entsteht, als mit kleineren Pads. Ja. Okay, jetzt aber genug gequatscht. Le Country ist ja der Urgestein für, und du guckst mich jetzt so Fragen an und ich übersetze es erstmal noch nicht, aber du musst einfach immer nur nicken. Whatever. Also Le Country ist ja wirklich der Urgestein mit Polierpads und die wollen wir jetzt natürlich auch mal in Action sehen. My favorite pad was the orange constant pressure pad with the blue foam on a rotary. I loved it. Really? Yeah. Can you show us some polishing techniques that I don't know? Yeah, of course. We can do that. So Jay, the key to break down the polishing is that when you have done the forced eccentric motion, you have to keep the pad spinning. Yes. Can you prove me wrong? I can. Unfortunately, I think it's one of these things in the industry that, as you say, people believe the pad must be rotating. Also natürlich, die Grundidee ist immer, wenn man eine Politur runterbrechen will, braucht man entweder Drehzahl oder weniger Drehzahl, mehr Druck. Beides kommt fast zum gleichen Ziel. Wir wollen uns jetzt mal hier demonstrieren lassen, wie es so funktionieren kann, wenn man bei der freilaufenden Exzenter das Polierpad gar nicht mehr in der Rotationsbewegung schwingen lässt, dafür viel mehr Druck aufbringt. Werden wir gleich aber sehen, dass sich das Polierpad nicht mehr dreht und ob die Politur wirklich schafft, es die Kratzer zu entfernen. Mo, vielleicht möchtest du die Kratzer vorher einmal filmen? Wäre das möglich? Okay, Jay, it's time to prove us wrong. Pressure. Let's go. Yeah. So, Also 15 mm Hub jetzt. and when I add the pressure, it's possible the rotation will stop. People call this stalling. If it stops, I don't mind, because watch. I don't mind. Because watch what happens, okay?
And it's going to happen quickly. How much pressure do you use? That's a Give me your hand. very good. Oh, wait, firstly, feel this. Feel how hot. No, it's okay. Huh? It's okay? Yeah. So put your Yeah, hand. it's Put okay. your hand on the machine. Yeah. Put your no, put your hand on the machine, and then Jay, and then you'll push down on your hand. Okay. That means. Also, was wir jetzt hier wirklich gesehen haben, er hat die Maschine auf Kante gefahren, dadurch hat sich das Polierpad nicht gedreht, sondern wirklich nur den 15 mm Hub gehabt. Das wären so die Situationen, Robert, ne? Wenn wir die Videos sehen würden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der macht ja alles falsch. Aber ich sehe jetzt schon in dem Licht, ohne dass die Politur abgewischt wurde, ist das zum Erfolg gekommen. Und was wir auch gesehen haben, er hat zwischendurch immer wieder das Pad so eine halbe Umdrehung sich drehen lassen, damit die Wärme so ein bisschen mehr verteilt wird. Ja. So it'll be through there. I think just microfiber haze. Is that okay? Move it around, like up and down. Yeah. Yeah, it scratches again. Der Hub ist dafür verantwortlich, dass die Politur runtergebrochen wird und nicht die Rotation vom Polierpad. Ich bin sehr erstaunt, dass es wirklich so funktioniert hat. Also ich hätte es nicht gedacht. Also wir haben natürlich vorher schon mal vor dem Video ein bisschen darüber geredet und ich habe von vornherein gesagt, ja, das geht nach hinten los, das wird schief gehen. Aber nee, die Kratzer sind weg. Wir haben jetzt genug geredet, jetzt will ich es probieren. Also es kommt jetzt hier auch nicht auf die Größe an. Robert, immer wichtig, deswegen machen wir jetzt hier nur den CO-Bereich, werden den einmal kurz verkratzen und wirklich nur diesen Bereich einmal schön mit dem nicht ausgeblasenen oder ausgebürsteten Polierpad reinigen. Und vor allem mit das funktioniert. mit Stahlwolle, ne? Ja, mit Stahlwolle wird es zerkratzt. Ja. Das ist okay. So we need a lot of compounders, ja? Well, that's not a heavy cut. Ich habe jetzt erstmal, wollte natürlich auf Stufe 1 anfangen, um die Politur erstmal so ein bisschen zu verteilen. Nee, aber sagte, nee, also direkt Vollgas und Druck. Und ein bisschen auf Kante mit. Ich muss jetzt erstmal natürlich mit der Maschine probieren, aber ja, legen wir einfach mal los. Das sah so falsch aus. Recap. Wir haben jetzt hier wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben das Pad nicht ausgeblasen, es ist total... Film mal bitte einmal drauf hier. Es ist total zugeschmiert und die Kratzer sind weg. Guck mal hier. Es ist Wahnsinn, die Kratzer sind weg. Also wir haben wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben das Pad vorher nicht ausgeblasen, nicht ausgebürstet. Wir haben nur eine Medium-Cut-Politur benutzt und so. Also, und ihr habt ja gesehen, das Pad hat sich nicht gedreht. Und So, ich habe jetzt einen Entfetter gesucht, wo nicht IPA drauf stand. Die sagten, ich soll sehr vorsichtig mit dem it's Entfetter sein, das strong, wäre ein starkes Lösemittel. Okay, we have a lot of haze, but Yeah. The haze can be fixed. in. the defects are gone. Yeah. Yes. And that haze is one pass away from finish. Wir haben jetzt hier natürlich noch den Haze vom Mikrofaserpad. Das ist zu erwarten, aber der ist wirklich super einfach zu entfernen. Ja. Kelly hat uns jetzt mal erzählt, dass er einen Background hat im Ingenieurwesen. Und als Ingenieur liegt es so in seiner Natur, Sachen rauszufinden und im Anschluss zu verifizieren, warum sie denn so passiert sind. Und das ist der Grund, warum er sich dann beschäftigt hat mit, wie werden die Polierkörner runtergebrochen, mit Drehzahl, Druck, Hitze. Und dass Druck tatsächlich auch ein wichtiger Faktor ist. Vielleicht sogar der wichtigste. Und dass die Rotationsgeschwindigkeit, also die freilaufende Rotationsgeschwindigkeit, gar nicht mal so wichtig ist, wenn man mehr Druck ausübt. Awesome. Thank you. Many thanks for finding out. Look at this face. Also, um das mal kurz noch mal anzureißen. Beim 911 war hinten die Kotflügel, die dann immer so sehr ins Konkave, Konvexe gehen. Da hat man immer Probleme, dass in dieser Rundung das Polierpad immer stehen bleibt, die freilaufende Bewegung. Und da könnte diese Technik, denke ich, von Vorteil sein, wenn man sie da benutzt. Kelly sagt aber auch, die Technik ist jetzt nicht allgemein zu benutzen oder es ist sozusagen nicht the only way to go. Es ist einfach eine Methode, die man benutzen kann, aber nicht muss. Wenn es passiert, dass das Polierpad nicht mehr frei rotiert, nicht schlimm, einfach durchziehen, mehr Druck ausüben, langsamer fahren. Genau, und auch die Aussage, dass er sagt, man soll sich mehr auf den Lack konzentrieren als auf die Maschine. Ja.
Ja, ist ja auch alles schön und gut, dass wir es hier getestet haben. Aber wahrscheinlich möchtest du, lieber Zuseher, das auch mal selber ausprobieren. Wenn du eine Lake Country Poliermaschine gewinnen möchtest, schreib einfach Hashtag Lake Country in die Kommentare. Weitere Infos zu den Gewinnspielbedingungen findest du in der Beschreibung. Also wir werden da euch noch das unterschriebene Pad dann vielleicht irgendwie zukommen lassen. Werden mal rausfinden, wie das geht. Und ja, so Kelly, Jay, many thanks for having us. Been amazing. Yeah. Amazing. Pleasure. Wir beide gehen jetzt zusammen nach Kartek. Ihr seid ein Unternehmen, was im Nachbarland vor Ort ist und auch gar nicht so weit von mir entfernt. Aber man sieht euch in Deutschland nicht und deswegen sind wir hier. Und erzähl uns doch mal was. Ja. Wer seid ihr? Und Okay. Kartek ist eine Firma aus Holland, seit 1986. also ihr produziert eure eigenen Polituren und alle Produkte bei euch selber. So habe ich das richtig verstanden? Ja. Ihr habt ein Poliersystem auch mit Farben, also sehr einleuchtend auch mit den Pads. Finde ich gut. Schon. Also quasi für härtere Lacke wäre das Zwei-System, würde das Korn so weit sich zersetzen, dass man quasi auf einem härteren Lack schon Ja. Finish wäre. Ja. Und bei weicheren Lacken kämen wir dann jetzt gleich zur 1200er. Ultrafinish 12.000 kann man das benutzen mit einer Rotativmaschine nur. So keine Exzentermaschine, rotativ. Warum? Weil man mit die Exzenter, weil man das Ultrafinish macht, die höchste Glanz wie möglich mit unseren Produkten. Und die Exzentermaschine mit die Schleifbewegung gibt es eine Mikrokretzen mit dieser Politur. Und man kann das dann mit einem Rotativ und dann am 1 kann man das sehr vermutlich auf Hochglanzpolitur machen. Ja, kann ich mal eine Politur ausprobieren? Ja, kann. Ja, auf der Exzenter? Ja, kann. Ja. Also für die Kürze der Zeit, bei den Defekten, natürlich haben wir jetzt noch einen Grauschleier hier, das ist klar, aber wir sehen hier einen deutlichen Unterschied und von der Verarbeitung auch gar nicht so, also lässt sich lange verarbeiten, die Politur. Ich denke, dass man, wenn man mit einem zweiten Pad direkt hinterher fährt, kann man da durchaus schon auf gewissen Lacken schon mit einer One-Step sogar arbeiten. Ja, das gehen wir gerne mit. Ja, danke schön. Wir werden testen, Feedback wird kommen. Perfekt. Danke, dass wir hier sein durften. Danke sehr. Und Vielen noch Dank. gutes Gelingen Gut, weiterhin. ja, Dankeschön. Sie auch, wa? Und damit gehe ich jetzt zu Nico am Stand. So, wir sind jetzt hier bei Fortado am Stand und wollen mal ein bisschen Dampf ablassen. Ich habe auch schon gesehen, hier hat einer so ein bisschen auf den Sitz gejist. Wie kriegen wir das denn wohl weg? Ja, das ist jetzt ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Ketchup. Mayonnaise Wir jetzt. haben auch Senf und was weiß ich schon alles die Pommes. gemacht. Und das Tolle ist, also man kann mit ganz wenig Wasser, mit Hitze und Temperatur Polster reinigen zum Beispiel. Aber auch, kann man nachher noch anschauen, ganze Autos außen quasi reinigen. Ich finde das cool. In der Autopflegeszene ist ein Dampfgerät schon bei sehr vielen präsent, aber noch nicht, dass gleichzeitig abgesaugt wird. Ja, das es würde ist, ich mal gerne sehen. Nicht nur das tatsächlich. Absaugen, sondern der Riesenunterschied ist, dass ich viel wenig Feuchtigkeit in das Polster bringe. Genau. Und dadurch steht das Auto nicht so lange auf dem Hof und Ja. kommt quasi schneller zum Kunden. Also es trocknet viel schneller als konventionelles Schamponieren. Verstehe. Ich bin gespannt. Jo, dann testen wir es mal an. Das ist jetzt reines Leitungswasser und man sieht, das hat schon ganz gut funktioniert. Wenn man aber starke Verschmutzung hat, kann man optional ein Reinigungsmittel zuschalten. Und jetzt kann man das Ganze wieder raussaugen, also die Feuchtigkeit noch. So, wir sind soweit fertig. Wir schauen jetzt mal zurück zu unserem Stand und gucken mal, was der liebe Robert und der liebe Marvin vorhin noch alles so mitgebracht haben. Oh ja. So, alle weg. Keine Ahnung, wo die heute hin sind. Ich weiß auch gar nicht, was sie gemacht haben. Ich muss mir selber heute mal das Video angucken. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ach, Robert! Grüß dich! Ja? Auch noch da? Ja, Was klar. ist denn da? Ja. Ich war für dich unterwegs. Okay, ich gucke mir das Video an, dann weiß ich, was passiert ist. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, Robert, du machst die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Kanal, macht die Glocke an
und abonniert ihn kostenlos, um kein Video zu verpassen. Danke an die Automechaniker für das Vertrauen, das Projekt mal durchzuziehen. Hoffentlich sehen wir uns in 2 Jahren wieder. Und wir sehen uns aber schon viel früher wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.